So, herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 6, beziehungsweise Return to Monkey Island. Wir machen jetzt heute hier weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und wir laden mal das Spiel. So. Ach ja, schau mal, es gibt sogar eine Rückblickfunktion. Auch sehr cool. Genau, wir haben beim letzten Mal ja festgestellt, dass das so eine Art Flashback ist, ne? Guybrush erzählt seinem offensichtlich Sohn die Geschichte, was passiert ist nach dem zweiten Teil von Monkey Island. Genau, wir können das ja gerade mal nutzen, ne? Anscheinend erzählt Guybrush uns jetzt nochmal, was passiert ist. Kind of, but remind me a little? Okay, I was after the secret of Monkey Island, and I decided that the easiest path to the island was to sign on to crew on LeChuck's ship. I would mount a mutiny at some convenient time. There were two problems. I needed a Mopp to get the job, and they knew who I was. Now, back to the story. Genau, perfekte Zusammenfassung. Also wir müssen einen Mob finden, da sollen wir mal den Koch von der Scumbar ansprechen. Und für die Verkleidung weiß ich jetzt noch nicht genau, was wir da machen müssen. Aber schauen wir mal. Wir haben bei der Schlosserin einen Schlüssel für die Zelle bekommen und haben Otis befreit, der mal wieder im Gefängnis saß. Wir haben diesen Schwamm. Genau, wir haben eine To-Do-Liste, ne? Wir müssen uns anscheinend verkleiden und wir brauchen einen Mob. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Mob. Gibt es eigentlich noch, dass man hier durch die Türen gehen kann? Ja, das war im ersten Teil so. Man konnte hier durch die Türen durchgehen teilweise und dann kam man an einer anderen Stelle der Stadt wieder raus. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Genau, wir haben auch bei Wally mal wieder ein Monokel geklaut. Beziehungsweise wir haben es diesmal bekommen. Wir haben es nicht gestohlen direkt. Sondern es war eine Probe, die er uns gegeben hat. Genau, wir gehen jetzt in die Scumbar. Und werden mal hinten in die Küche gehen. Oh, der ist neu. Der war eben noch nicht da. Er hat einen Loom-Anstecker. Das war, glaube ich, im ersten Teil schon so, ne? Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. Tja, die Jugend von heute. Ist immer das Gleiche mit denen. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Ja, bisher gefällt mir der Teil eigentlich ganz gut. Grafikstil war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten eigentlich nicht schlecht. Storymäßig mal schauen, was uns da noch erwartet. Keine Ahnung, wie lange das Spiel gehen wird, ne? Aber bisher vielversprechend. So, erzähl mir von Loom, ne? Wir erinnern uns, im Monkey Island 3 gab es den Toten in dem Hühnchenrestaurant, der einen Anstecker trug mit Frag mich nach Grim Fandango. Der sah auch aus wie aus Grim Fandango. Und Guybrush hatte keine Lust, ihn danach zu fragen. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Wer Loom nicht kennt, das war auch ein Adventure von LucasArts. Vermutlich auch von Ron Gilbert und habe ich aber selber nie gespielt. Ich habe es, glaube ich, mal angefangen, aber nur so ein paar Minuten. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Mal schauen, wie lange wir das Spielchen noch weiter treiben können. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. Okay. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic, stunning, high-resolution 3D landscapes,
sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes! Now get lost. Ja, es gab ein neues Achievement. Fanservice. Ja, passt ja. Wer es nicht gemerkt hat, die haben Magical Spells mit deutscher Übersetzung ersetzt. Genau. Ja, ich sollte vielleicht mal einschalten, dass man die Achievements auch sehen kann. Nice talking to you. Yeah, yeah. Mache ich beim nächsten Mal. Ich glaube, dafür ist zu spät. So, wir wollten aber in die Küche eigentlich gehen, um einen Mob zu stehlen. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier ist. Ach ja. As I live and breathe. How have you been? Peachy. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Ja, keine fehlenden Teile. Ja gut, bei Piraten natürlich. No pieces missing. Kids yet? Whoa, easy there, Tiger. I'm still in my juvenile phase myself. That's what Elaine says anyway. Well, tell her I say hello. Das machen wir auf jeden Fall. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Oh ja. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Okay. Any questions? Wo finde ich ja wahrscheinlich im Wald, ne? Wahrscheinlich brauchen wir dafür eine Karte. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Okay. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Vielleicht funktioniert dafür der Schwamm, den wir haben. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Das wäre halt auch zu einfach gewesen eigentlich, ne? Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your Das ist auch ein bisschen schlecht übersetzt, ne? Würde ich mal sagen. Ich glaube, ich hätte das anders übersetzt und nicht mit erinnere mich daran, wie ich den Mob überhaupt finde. Klingt komisch. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too, but don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. So, hier gibt's Maden. Active little guys, aren't they? Können wir die mitnehmen? Looks like a mugshot. Wir könnten mal wieder hier draußen hingehen. Holzmöwe. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Die Schnur. I think someone tried to secure a boat with this. Können wir bestimmt gebrauchen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht können wir mit dem Schwamm den Mob basteln. It's hopeless.
Ja, braucht man ein bisschen Geduld, Kollege. This has gotten me out of a lot of scrapes over the years. Bin immer noch etwas verwirrt über die Pferderüstung, aber okay. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Ja, aber vermutlich wirklich nur die eine, ne? Weil auf Stans Schloss war eine andere Seriennummer mutmaßlich, die man aber nicht mehr lesen konnte. So, hier gab es ja früher die Planke, die man getreten hat, damit der Vogel wegfliegt, um den Fisch zu stehlen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Das sehe ich jetzt als. Ja. Zertifikat des Gesundheitsamtes. Noch ein paar Sternchen dazugeklebt. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. The food is more exciting when you can smell the risk. Was können wir denn noch so nehmen hier? Ach, das, können wir das? Stay away from that picture. Okay, können wir nicht. Die Maden können wir auch nicht nehmen, ne? Well, it's definitely a mop. Stay away from my mop. Kann man den irgendwie ablenken? Nee, ich glaube nicht. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Seid zivilisiert. Ah, das ist mal ein nicer, leichter Metal-Tune hier vom Monkey Island Theme gewesen gerade. So. Sammelkarten-Quizbuch, It's a book okay. for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Nice, wir sind gut. Okay, und jetzt? Okay, jetzt müssen wir Sammelkarten suchen. Okay, interessantes Spielelement. Bin ich mal gespannt, wo das mal auftauchen wird. Liegt hier eine Karte? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Möglich, ich meine, wäre nicht das erste Mal, ne? I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Können wir den Krug mitnehmen? Nee. Was gibt's hier noch? Dummes Bild. It's those three clowns at the back table. Können wir mit denen eigentlich nochmal sprechen? Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got? Exactly. I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Naja, wir haben ja auch. Sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Wir haben LeChuck besiegt. Entschuldigung, mehrfach. Und dann wieder besiegt, weil er immer wieder kam. Nice and hot. Wonder how long I could stand here before bursting into flames. Gute Frage. Ist die Frage, ob wir das so lange abwarten wollen. Also das finde ich tatsächlich interessant mit den Karten. Also ich bin jetzt gespannt, ob man da jetzt wirklich überall im Spiel verteilt immer mal wieder Karten finden kann. Das wäre natürlich cool. Gut, wir brauchen einen Mob. Jetzt die Frage, können wir einfach nochmal in den Wald gehen?
Erinnerungen. Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, Ja. the windows need some work. So, wir gehen einfach nochmal in den Wald, würde ich sagen. Ich glaube, wir hätten einen kürzeren Weg nehmen können. Ausguck. Museum, ja, da waren wir schon mal. Wir gehen nochmal in den Wald. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Achso, wir haben noch keine Karte vom Wald, ne? Hatten wir mit Wally gesprochen? Purple flowers. These Ja. must be lavender. Or monkshood. Ja, wie gesagt, ne? Eisenhut ist, glaube ich, giftig. Die Pilze hatten wir auch schon mal gesehen. Die Schlange, mit der kann man nicht interagieren. Ist das die gleiche wie A eben? classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ja. I'm hopelessly lost without Ja, it. okay. Ja, ich glaube, wir gehen dann wirklich nochmal in die Stadt und reden mit Wally. Kann man nicht. Waren wir da drin beim letzten Mal? Nee, ne? Nee, waren wir nicht. Welcome Interessant. to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Mhm. Danke. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Okay. Ein Wachpapagei. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Vielleicht ist das auch der Papagei, der früher bei Meathook war. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Mhm. Tell me again about the hook. That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Ja. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Nicht schlecht, ja. Francis Drake kennt man natürlich. Passiert da irgendwann was? Anscheinend nicht. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter, written by Elaine Marley, while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Na, immerhin, gut zu wissen. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Na gut. Ach. Ist das nicht das Fahndungsplakat von Kate? What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Anscheinend hat es genau so funktioniert. Immerhin war das unser Erfolgsrezept, ne? What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Melee jail many years ago.
after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ja, ganz cool, dass da Spoilerwarnung drunter steht für Spiele, die schon lange vorbei sind. Ja, genau, das ist also einer der Grog-Krüge, die wir benutzt haben im ersten Teil, um Otis zu befreien, genau. Was ist das hier? What can you tell me about this eye patch? So, Augenklappe. Pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Die brauchen wir. Das Schloss inspizieren. Haha, wir brauchen einen Schlüssel. There's some very tiny writing on it. There's some very tiny writing on it. Achso, ja, wir haben ja ein Monokel dabei. Schon wieder den Fehler gemacht zu klicken. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. The display case is locked. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Ja, die werden wir brauchen, um uns zu verkleiden, um an Bord zu kommen, ne? Oh ja, ein Teil meiner alten Karte für Big Whoop. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Das ist ziemlich witzig alles. Ah. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Ja, genau so ist das. Lagerraum, okay. Was ist das? What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Peg Leg Patty sagt mir jetzt auch nichts. Ist das Ruder, das wir haben bauen lassen für den That's a Baum? nice oar. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Nicht mal Mindestlohn. Ja, okay, das ist halt so der Sarg, mit dem wir immer zur Voodoo Lady gefahren sind auf Scab Island offensichtlich, ne? Tell me again about the plank. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. So, wir brauchen irgendwas, womit wir noch mehr die Zahlen vergrößern können. Vielleicht ein Fernrohr oder sowas. So, der wird nicht funktionieren, ne? It doesn't fit. What? Ja, klar. Is something wrong? Well, I was just wiping the smudge off the glass. Oh, all right. But be careful. Guard parrots are attack trained.
Mhm. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal probiert hatten, bei Wally eine zu kriegen. Ich dachte eigentlich schon, dass wir das letztes Mal gemacht haben. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Okay. I see you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Okay, Argument, ja. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Okay. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Okay, na gut. I'll have a look around. Please do. Wir könnten mal versuchen, hier reinzugehen. Oh, Cracker. It's Cracker Mix. Some assembly required. Ja, ne, wo ein Tropfen Wasser dazu muss. Oh, eine Quizkarte. Nice. Quizbuch. Weiter, bleib hier. Quizbuch. Wie viele Geckos kann man im Affenkopf entdecken? Uff. Ich tatsächlich keine Ahnung. Die lassen wir mal offen. Wenn wir nochmal zum Affenkopf kommen, vielleicht sehen wir es dann. Aber cool, ja, dann ist es tatsächlich so, dass man im Verlauf des Spiels anscheinend welche findet. Das ist cool, sowas. Also wie gesagt, um die Quizfrage zu beantworten, werde ich nochmal warten, bis wir wieder am Affenkopf sind. Bei Sachen, die ich nicht eindeutig weiß, ne? Ich möchte gerne nicht falsch beantworten. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Oh, I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. Gut, dann hätte ich gesagt, wir gehen nochmal zu Wally, damit wir uns nicht mehr im Wald verlaufen. Bei der Schiffswerft waren wir schon. Können wir noch woanders hingehen eigentlich? Wir waren jetzt beim Museum, wir waren im Wald. Bei Elaines Haus. Also nicht mehr ihr Haus. Gehen nochmal hier hin. So, warte mal. Nee, sie gibt uns auch nichts, um Schlösser zu begutachten. Welcome back. Hiya. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want you to lose any fingers. Ja, ich glaube, wir kommen hier erstmal nicht direkt weiter. Wir können später vielleicht nochmal mit ihr sprechen. Wir gehen jetzt einmal zu Wally. Fragen nach einer Karte vom Wald. Noch ein Monokel. Better to have one for each eye. If you say so. Kann man die quasi miteinander kombinieren? If one monocle is good, 2 is better. Nice. This is a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Ich mag das. Also der Humor gefällt mir sehr gut. Mir selbst zum Doppelmonokel gratulieren.
Was ich mich ja frage, kann man jetzt erst die Quizkarten finden oder ging das vorher schon? Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Hmm. Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just give me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Okay, cool. Bye. Haben wir schon irgendwas Holziges? Nee. It's hopeless. Achso. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Mhm. Mob-Stielbaum finden, Mob herstellen, ja. Wie gesagt, für dieses Problem hier werden wir die Augenklappe aus dem Museum brauchen. Wofür wir jetzt das Doppelmonokel haben. Dann hätte ich gesagt, wir gehen nochmal in den Wald. Und schauen mal, ob wir irgendwas Astiges finden. Da ist doch eben irgendwas weggerannt. Hier lang gehen, ja. Oh. Quizkarte. Ja, cool. Aber es gibt sehr viele, ne? 10 Seiten auf 10 Karten. 100 Quizkarten. Oha. Der Name der Voodoo Lady. Boah, ich glaube, da muss ich über manche Sachen nochmal nachdenken, bevor ich die beantworte. Purple flowers. These must be lavender. Or monkshood. Or cyclamen. Ew. I'm hopelessly lost without a map. Ne, wir können nirgendwo hingehen, ohne uns zu verlaufen. I'm hopelessly lost without a map. Gibt es hier irgendwo ein Stück Holz? Ich weiß es nicht. Naja, mit dem Doppelmonokel können wir direkt jetzt hier schon mal reingehen. Und die Seriennummer lesen. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Mhm. This is the one for the museum display case. Mhm. Ne, für die Cracker brauchen wir Wasser. Especially fortified for the healthy parrot diet. Damit werden wir ihn vielleicht ablenken können. Brauchen wir halt noch Wasser dafür, ne? Gehen wir direkt mal einen Schlüssel machen, ne? Welcome back. Hi. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Ja, cool. Das ist der Schlüssel. Drüber kichern, ja. I've got a few coins for incidentals. Wie viel haben wir davon? The pen is mightier than the sword. It's hopeless. It's good for relieving stress. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Mhm. Dieses Buch, ne? Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, so direkt. Aber Carla hat das auch in ihrem Haus. Ist die neu? The note says, forced to close. Ah, nee. Thanks for the memories,
but cash would have been better. Ja. Gibt es hier doch noch was in der Gasse? Vielleicht eine Sammelkarte oder so. Ja, da. Sehr cool. Finde ich cool. What? Was zur Hölle ist Terror Island? Wir könnten vielleicht die Voodoo Lady mal fragen, wie sie heißt. Aber warte mal. Ich überlege gerade, gibt es bei ihr vielleicht auch eine Sammelkarte irgendwo? Hi there. Hiya. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Stimmt, ja. Das ist die Frage, nämlich gibt es überall Sammelkarten? What is that? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Mhm. Ich sehe jetzt hier keine Sammelkarte. Vielleicht im Gefängnis? Hey, kid. I've been trying to inventory the spiders, but they keep eating each other and I have to start over. Ich nehme an, dass sie immer in Reichweite liegen, dass man quasi drankommt. Hey, Stan. Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Na gut, Later. Yep. dann nicht. I already copied the serial number. I'll stay on this side of the bars, just in case. Ja, wir haben ja Schlüssel, wir könnten uns ja selber befreien, ne? Eee, a spider. Nosferatu-Spinne? At least the jail is well lit. Ja, einigermaßen, ne? Eine Ratte. Vögels. Können wir nochmal mit ihr sprechen? Things are not what they seem. Kryptisch, ja. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Wir gehen nochmal zur Voodoo Lady. Vielleicht können wir sie nach ihrem Namen fragen. Wer weiß. Gut. Green, half off. Blue, half off. Yellow, half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it in a puddle. Not for me. Looks like it's been there forever. Someone's very excited I'm looking at this sign. 3 Ausrufezeichen. Geschenke. Do you do gift wrapping? We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. Eine Quizkarte. Wer hatte in Monkey Island 2 ein Glasbodenboot? Das wissen wir, das war Kate. Im 3. Teil haben wir sowas versenkt. Frosch. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem.
Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Okay. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Okay. Wir nehmen einfach mal alles Mögliche It mit. can help someone forgive even very old transgressions. Mhm. Interessant, ja. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Mhm. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not, but the tourists like them. I'll take this disgusting shrunken head. That's my last one. Quite the bargain. Wir kaufen einfach mal alles, was wir in die Finger kriegen. Ne? An empty basket. I should have gotten here last month. Next time I'm in a drum circle, this would come in handy. Keep up the good work, buddy. It says everything must go, but it says it with numbers. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Top Shelf, ne? Mhm. Keine Verkleidung, keine Geschenke. Die Flaschen wollen wir anscheinend nicht haben. Aber wir haben einen Haufen Zeug, ne? Wir haben das Messer, Frosch und Schrumpfkopf. Mhm. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. I'd need a lot of keys to open that. The scroll work is nice, but there are no numbers here. Schade eigentlich. How much for the safe? It is not for sale at any price. As I said, it has been placed with me for safekeeping. Na gut, dann sprechen wir nochmal mit ihr und fragen nach ihrem Namen. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Okay. I know it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Okay. Can you use your talents to tell me how Eileen is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Your sign says you're going out of business.
Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Can dark magic get me to Monkey Island? No. Nuts. Warum? Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate of 1,000 faces. It was said that he could fool his best friend with nothing more than an eye patch. That legend is true, but only because the eye patch he used was filled with much voodoo magic. The eye patch still exists. It is on display at the Museum of Pirate Lore here on Melee Island. If an enterprising person such as yourself were to liberate it and bring it here, I could most likely get it working again. Got it. Thanks. Ja, das kriegen wir hin. Are you able to see what LeChuck is up to? Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Dark-er? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. Okay. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Na gut, dann versuchen wir mal die Quizfrage zu beantworten. Yay. Cool. Okay, das für die Geckos müssen wir noch rausfinden. Mit den Skeletten auch noch. Okay, aber wir haben schon 5 von den Dingern, ne? Das ist cool. What's cooking? The Feast of Knowledge. Gut. Dann wäre natürlich die Frage, können wir insgesamt so viele Schlüssel bekommen, dass wir diesen Tresor öffnen können? The voodoo lady said it was a forgiveness frog. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Wir hatten auch so ein Zeremonienmesser am Anfang von Markellen 5. Damit haben wir das Entermesser von Kaflu, glaube ich, gebaut. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Ja, auch eine stehen gebliebene Uhr geht zweimal am Tag richtig. Und geht damit richtiger als eine Uhr, die jeden Tag ein paar Sekunden nachgeht oder so. Jetzt ist die Frage, braucht man vielleicht einfach das Messer, um ein Stückchen von dem Mopp abzuschneiden? Eine neue Quizkarte. Die Ente im Park kann hiermit gefüttert werden. Brot. Ja, das haben wir gemacht, ne? Vorhin. Cool. Achso, hier nochmal gucken, ob hier irgendwo einer rumliegt. Oder steckt oder sonst was. Statue kritisieren, das ist auch geil. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Ja, echt mal, ey.
Nee, scheint aber keine Karte mehr zu liegen. Aber da müssen wir jetzt halt ein bisschen drauf achten, ne? Ich gehe nochmal in die Scum-Bar. Ich glaube nämlich auch, dass hier auf dem Tresen noch eine lag hier vorne, oder? Hier. Das sieht doch nach einer Quizkarte aus. Aber da kommen wir nicht ran. Wenn das eine ist. Ne, da kommt immer nur mit der Piratin sprechen. Dann ist es vielleicht doch keine. Da ist eine Quizkarte. Die haben wir vorhin übersehen. Wie viele Fische befinden sich in dem Fischschwarm unter LeChucks Schiff, wenn es vor Anker liegt? Okay. Alles klar. Das können wir aber vielleicht rausfinden, wenn wir draußen sind. War der die ganze Zeit schon hier? Nee, oder? Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Up to it! Right away, sir. Fancy. Okay. Der Typ, mit dem können wir nicht sprechen, ne? Der Typ wartet auf sein Essen. Dann hätte ich fast gesagt, wir sprechen mal mit dem Koch. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Dann hätte ich gesagt, wir sprechen mal mit Carla. Sie weiß das bestimmt. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Wie wir wissen, bestimmen Hüte die Profession. Oh, look behind you, a three-headed monkey. I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Wir fragen einfach mal Carla. Can I ask you again about the mop I need to make? Sure. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Remind me how to find the mop handle tree. I can't tell you exactly where it is, because... Ja, hatten wir schon mal. Okay, thanks. Das geht nicht. Können wir mit dem Messer was von dem... Okay, wir müssen ihn vermutlich erst hier rauskriegen, ne, aus der Küche. Ich wette, er braucht den Schrumpfkopf fürs Essen. Okay, das geht aber noch nicht, falls er ihn braucht. Dann gehen wir doch einfach mal zu Carla. Achso, halt, war in der Küche eine Quizkarte vielleicht. Quiz. Da ist eine Quizkarte. Sehr schön. Macht mir Spaß, die zu suchen. Was davon kann man auf dem Meeresboden nicht finden? Keine Ahnung. Vielleicht können wir sogar schon die Frage mit LeChucks mit dem Fischschwarm unter LeChucks Schiff bewundern. Machen. Sieht man das hier? Den Docks entlang schlendern. Sieht man hier noch irgendwo eine Quizkarte? Le Ship. Quizkarte, Quizkarte.
clever. Mhm. Kann man hier noch weitergehen? Ja, kann man. Schild, Vorräte, Quizkarte. Ha. Aber ich finde es interessant, dass das Inventar jetzt manchmal hier auftaucht. Ist das immer so? Ja, Gabriel versucht oft die Leute mit folgendem Satz abzulenken. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe, richtig. Das sagen wir zwar auch oft, aber Madre de Dios. Es el pollo diablo, ne? Hier, ne? Todeshühnchen, das Teufelshühnchen war im 3. Teil der Fall. Ja, Mary taucht bestimmt auch noch auf hier. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. Looks like this is going to be a long journey. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Okay. I hope this isn't one of those party cruises. Kann man hier unten aufs Wasser gucken? Nee. Hey, watch it! Hat er da gerade hier was rausgeschmissen? Ein Glas? Man kann aber hier auch keinen Fischschwarm sehen. Ich wette, beim Ausguck ist auch eine Quizkarte. Bestimmt. Hier. Das ist cool mit den Quizkarten. In welchem Raum bewegt sich der Boden ständig? Keine Ahnung. Wir sprechen nochmal mit ihm, glaube ich. Hi again. Those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, Nee. probably not. Hi there, little guy. Wir gehen zu Carla. Ist hier irgendwo noch eine Quizkarte? Ne, aber bestimmt da drin. Da. Aber lagen die vorher schon da? Ich wette, die sind erst aufgetaucht, seit wir die finden können. Wie viele Fenster sind im Haus der Gouverneurin beleuchtet? Das gucken wir doch direkt mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich hätte gesagt 17. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gab es die Antwortmöglichkeit? Ja. Nice. Die Autobiografie von John Laney. Jetzt ergibt das Sinn. Zutaten. Das brauchen wir. Ja, wir müssen doch nochmal mit Carla sprechen. Well, I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it.
Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. Ah, wir brauchen den Frosch. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Vergebungsfrosch. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Okay. Wir haben noch einen Stift. Ja. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Ich weiß es nicht mehr. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das reicht. This is for you. Dear Carla. Ugh. It looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. I reject your frog. Das konnten wir jetzt einfach. It's soft and extra fuzzy. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Mhm. Wir machen alles wie vorher, aber ändern nur das mit dem Ort. I value that you are dedicated to dedication. Wir waren jetzt eben hier, wir fangen mal As oben shown an. by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla. Ugh. It looks like you don't know. I reject. Mhm. Probieren wir also nochmal. Carla. Buch. Sorry for losing. I value. As shown, please accept. I promise to do. This is for you. Dear Carla. Ugh. You don't know. I reject your frog. Okay. Dann probieren wir das gleiche nochmal mit dem letzten Dear Ort. Carla. Sorry for. I value. As shown, please accept. I promise. This is for you. Dear Carla.
This is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay. Das heißt, Portobello war richtig, aber andere Dinge noch nicht. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I appreciate that you're keen on bluntness. As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Probieren wir das nochmal. Wir probieren die Sachen jetzt nochmal durch, ne, mit den anderen Dingen. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can. I reject your frog. Mhm. Das kriegen wir noch hin. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Die beiden hatten wir jetzt schon, ne? I realize that you are tough on toughness. As shown by your actions at Portobello, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Es ist gut, dass sich das wenigstens ein bisschen verändert, wenn man was richtig hat. Dann kommt man leichter drauf und muss nicht alle Kombinationen lernen, ne? Oder testen. Dear Carla, I'm impressed, Guybrush. Surprisingly thoughtful. Reicht das? Considering it's you, I'm strangely moved to forgive you for losing my book, and I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir uns jetzt bestimmt ein Buch ausleihen. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Das können wir uns garantiert jetzt Can I ausleihen. borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seem Sehr genuinely gut. sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Können wir uns auch mehr ausleihen, ist die Frage. Can I borrow this book? One book at a time. Okay. I only trust you so far. Mhm. Dann gehen wir damit nochmal. Also wir können es ja einfach mal lesen, ne? It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Okay. Dann geben wir das. Aber dem Koch, ne? Achso. Nee, ich dachte, wir kommen da direkt zu Scambar. Ich finde es cool, dass sich das immer so ein bisschen weiter verändert, auch bei Kleinigkeiten schon. Also, dass da jetzt ein neuer Gast und sowas sitzt, ne? I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. Ja. I better get to work. Thanks, Guybrush. This will be excellent. Brilliant innovation. Können wir jetzt warten, bis er rausgeht und dann vielleicht mit dem Messer ein Stück von dem Mopp abschneiden? Never complain again. Wir warten mal kurz ab. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Seems like a lot, but okay. Oder müssen wir rausgehen und wieder warten, bis er rauskommt? Wait
I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. 3 teaspoons in a tablespoon. Busy? Yep. Okay, see you around. Ist er jetzt vielleicht auch einfach beschäftigt genug, dass wir das machen können? Do I really have to salt it so often? Ah. Nice. Das geben wir jetzt Wally. I carved it off the cook's mop handle. Good 16 times. cups in a gallon. Ja. Ich frage, ob wir das Buch später wieder einsammeln können, weil das müssen wir Carla vermutlich zurückgeben, um andere Bücher auszuleihen. Dann gehen wir jetzt zu Wally und lassen uns eine Karte herstellen. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Das ist flott. Sure, here it is. Thanks, Wally. Nice. Damit können wir jetzt in den Wald gehen. Okay. Fleischfressende Pflanze. Violette Blumen, Pilze. Fleischfressende Pflanze, violette Blumen, Pilze. Okay. Das dauert ein Weilchen. Ab geht's. Ab in den Wald. So, wir gehen jetzt da rein. Und schauen das nochmal auf die Karte. Also Pflanze, Blumen, Pilze. Pflanze. Blumen. Wo sind die Pilze? Pflanzen, Blumen. Hä? Ah, oder warte. Nee, da kommen wir rein, da kommen wir raus. Also nochmal zurück. So, wir gehen bei der Pflanze rein. Kommen bei den Blumen wieder raus. Mach's gut, ciao. Danke fürs Zuschauen. Na, wir kommen bei den Blumen raus. Gehen jetzt bei den Pilzen rein. Okay, das heißt Pilze, Blumen, Pilze. Pilze. Blumen. Oh, stopp. Shit. Da war eine Dingskarte. Und nochmal Pilze. Wir gehen nachher nochmal zurück. Hier. Quizkarte. Wir sind jetzt hier bei den Pflanzen rausgekommen. So, Blumen, Pilze wieder. Blumen. Pilze. Dann wieder Blumen, fleischfressende Pflanze. Blumen, fleischfressende Pflanze. Pilze. Oh, sweet. Eine niedliche Igelfamilie. Und Eichhörnchen. Das ist der Baum. Hallo. Find your mama, little prickly kids. Hey, little fella. Das erinnert mich There's a welcoming committee. ein bisschen an South Park, ne? Mit den Critters, ne? Wow. Die The Satanisten. distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. Mhm. Erinnert mich ein bisschen an South Park, die Critters im Wald, die Satanisten sind und den Teufel anbeten. Ja, okay. Dann, The distinctive shape tells me this is the rare endangered Malay Island mop handle tree. ja, okay. Und jetzt? Wie kriegen wir was davon? It's like there's a welcoming committee.
Geht das mit dem Messer? Ah ja. So lange dauert das? Was haben wir da getan? Ich weiß nicht, ob der Baum noch lebt. Guybrush, was hast du getan? Brennt das Eichhörnchen da hinten? Okay. It's probably time for them to fly south. Hey, little dear. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. Okay, das war ein hartes Massaker anscheinend. I carved it myself. I made him up. Nice. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Ja. Sehr gut. Was können wir eigentlich mit dem Plüschtier machen? Ja, ich würde sagen, wir haben einen Mopp. Wir brauchen jetzt nur noch den, ja, die Augenklappe. Und wir brauchen Wasser für das hier. Okay, alle sind hart traumatisiert, weil Guybrush einfach diesen Baum massakriert hat. Viele schon wieder. Ja, die tollen Shortcuts, ne? Okay. Jetzt, oh, das liegt noch eine Quizkarte. Achso, wir haben auch noch eine im Wald eingesammelt, ne? Die Tür des Toilettenhäuschens. Welches Toilettenhäuschen? So. Es gibt 2 Karten mit, was man nicht auf dem Meeresboden finden kann. Interessant. Mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten. Mhm. Für das Wasser würde ich nochmal hier zur Werft gehen. Vielleicht kommen wir da irgendwie ans Wasser ran. Ist das ein neuer Zettel? The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Eine Quizkarte. Ein Eimer. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Das erste Spiel, das das Scum-System verwendet. Maniac Mansion. Weil die beiden M's stehen nämlich für Maniac Mansion. Nee, das geht nicht. Wir müssen irgendwie Cracker daraus basteln, ne? Das geht nicht. Okay, den Mond nochmal anstarren, das haben wir letztes Mal schon gemacht, ne? Wir können hier nicht irgendwie ans Wasser kommen. Ja, wir brauchen doch Salzwasser. Um Cracker zu machen. Weil ich wette, wir können nicht einfach so das Schloss öffnen, ohne den Papagei abzulenken. Vielleicht der Kessel von der Voodoo Lady?
Oder ich übersehe irgendwas komplett Offensichtliches, ne? Kann auch sein. Nee, das geht auch nicht. What's cooking? The feast of knowledge. I've always been impressed by your chair. Thank you. Ist hier noch irgendwo eine Karte? Ich meine, wir haben schon mal eine Karte hier gefunden, glaube ich, ne? It doesn't look finished. Könnte hier so ein Tic-Tac-Toe sein, ne? Können wir nochmal in die Scamba gehen? Ich glaube irgendwie Wasser oder so. Wie sieht's aus? Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Busy? Yep. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. It's Carla's copy of Ingredient. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I'm still using it. Okay. Ist hier eigentlich noch irgendwo eine Karte? Eigentlich hatten wir schon eine, ne? Ja, gut. Können wir damit irgendwie Cracker machen? Would you make crackers if I gave you some cracker mix? That stuff is strictly for home and office use. We pros don't touch it. Always confused about baking versus roasting. Kriegen wir irgendwo Wasser her? Ne, anscheinend nicht, ne? It's like a miniature dance party. Die Maden haben doch irgendwas zu bedeuten, garantiert. Schrumpfkopf geht auch nicht. Ingredients indeed. You remind me never to eat here again. Okay. Was können wir hier tun? Aber sie hat ganz viele Karten in der Hand. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Das ist ein Angelköder wieder, ne? Aber sie hat Quizkarten in der Hand. Ne, das können wir auch nicht nehmen, das Buch, ne? What do you think of this baby? Signature model. I made it myself. I'm sure it's great, Braithwood, but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else. Auch das kriegen wir noch hin. Okay, das heißt aber, wir haben den Mopp. Also wir müssen nur noch den Schlüssel da mal ausprobieren. Wir probieren das einfach schon mal, oder? Also wir wollen einfach nochmal, vielleicht kriegen wir einen Tipp, wenn wir versuchen, das Schloss zu öffnen und den Papagei noch nicht abgelenkt haben. Whoa! That's not supposed to be unlocked.
I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things neat. Gotta get these edges perfect. That's folded perfectly. That'll do, Parrot. I'm gonna have to ask you to leave the museum while I figure out what's going on with my display case lock. Okay, können wir wieder reingehen? Was passiert dann? Welcome back. Okay. Please try not to touch anything that seems like you're not supposed to touch it. Okay. Diese Rüstung. You know what every good pirate museum needs? A set of horse armor. I'll get back to you. Okay. Das hat nicht geklappt. Gut. Ja, jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Wasser her, um die Cracker zu machen? Etwas überfragt, hier ist kein Wasser. Können einen Hinweis nehmen, machen wir aber jetzt mal nicht. Können wir mit dem Grog welche machen? Das wäre noch eine Idee. Weil hier war ja irgendwo ein Fass mit Grog. I hope this isn't one of those party cruises. Nee, das geht auch nicht. This isn't one of those party cruises. Gut, dann würde ich fast sagen, wir kümmern uns beim nächsten Mal darum. Ich weiß noch nicht genau, wann der nächste Stream dann stattfindet, aber ihr werdet es dann sehen, wenn ich online bin. Und ja, wir haben trotzdem ein bisschen was geschafft heute. Ich finde es wirklich cool bisher, das Spiel. Und dann schauen wir mal, wie das noch weitergeht. Ich würde sagen, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Genau, folgt gerne dem Kanal. Schaut bei YouTube rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.